Das ist eigentlich so eine Tätigkeit, die klassischerweise mal so eine Operations-Tätigkeit war. Also, da hat man irgendwie früher, ja, den Code irgendwie kompiliert, irgendwie auf einen Server gebracht. Andererseits ist Code-Kompilieren aber sowas, was eigentlich ja in der Domain der Entwickler liegt. Und das irgendwie am Anfang richtig aufzusetzen, ist oftmals eine Herausforderung, um wirklich zu klären, wer da was macht. Hallo, schön, dass ihr hier seid. Auf Wall of Confusion sprechen wir über die unterschiedlichen Perspektiven, mit denen sich Softwareentwicklung und IT-Betrieb an gemeinsame Projekte annähern. Da kann es im Alltag schon mal zu Kontroversen kommen. Zur Lösung gibt es den Ansatz DevOps, der beide Seiten zur Effizienz führen will. Wir, das sind das Team der Rossi IT in Rosenheim und unsere Gäste. Unsere Folgen drehen sich um unseren DevOps-Alltag, um die Zusammenarbeit zwischen Entwicklerteams und Ops-Teams, um Lösungen, um Menschen, Methoden und Tools. Viel Spaß mit dieser Folge von Wall of Confusion. Willkommen zu einer neuen Folge von Wall of Confusion. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Christian Steinberger. Ich bin IT-Stratege, Manager und Leader aus Leidenschaft und mittlerweile seit mehr als 10 Jahren in Industrie und Dienstleistung im Einsatz. Unser Format dreht sich um spannende Themen und aktuelle Entwicklungen aus IT und Digitalisierung. Wenn ihr also nach Inspirationen und neuen Ansätzen sucht oder einfach nur gerne am IT-Zahn der Zeit bleiben wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Ja, wie ihr ja vielleicht wisst, haben wir immer spannende Gäste bei uns und das ist natürlich auch dieses Mal wieder so. Heute bei uns ist der Michael Banach, CTO bei der Umwerk GmbH in München. Und genau, bevor ich jetzt selbst viel über dich erzähle, Michi, stell dich doch vielleicht selbst kurz vor, wer bist du und was machst du? Hallo Christian. Ja, ich bin Michael, CTO bei der Umwerk. Umwerk ist ein Softwaredienstleister mit 2 Locations in München und in Stuttgart. Wir machen Software für den Mittelstand im weitesten Sinne. Ja, beschäftigen uns sehr viel mit IoT, mit Cloud, Kubernetes und allem, was da mit irgendwie zu tun hat im weitesten Sinne. Und ja, ich bin ehemaliger Entwickler, habe jahrelang als PHP-Entwickler gearbeitet, habe mich dann so ein bisschen hochgearbeitet, könnte man sagen, habe ein bisschen Consulting gemacht, war dann recht viel bei einem Kunden von uns unterwegs, habe mit denen die Cloud aufgebaut und mittlerweile bin ich jetzt seit 3 Jahren im CTO-Posten und als CTO bin ich, ein bisschen Mädchen für alles, ist immer schwer zu erklären, was ich alles mache. Hauptsächlich kümmere ich mich darum, dass bei uns die Entwicklung läuft. Das ist eigentlich so mein Hauptjob. Ich bin verantwortlich dafür, dass die richtigen Leute auf den richtigen Projekten sind, wir die entsprechenden Tools und Programmiersprachen und Frameworks und was man so alles hat, auswählen. Und ja, das mache ich so im täglichen Doing. Okay, du hast gleich einen Haufen Themen um die Ohren, wie sich das anhört. Vom Entwickler zum CTO ist ja doch auch schon ein ziemlicher Sprung. Jetzt hast du kurz überrissen, wie du da hingekommen bist und welche Erfahrungen du dir gemacht hast. Ist das eine Position, wo du schon immer hin wolltest? Weil ich sage mal, Entwickler ist ja eher so operativ, im C-Level ist ja viel Strategie auch dabei. Das ist eine gute Frage. Wollte ich da jemals hin? Nein, eigentlich nicht wirklich. Also ich bin eigentlich ganz gerne in der Entwicklung und da wollte ich eigentlich auch bleiben. Es war aber oftmals so ein bisschen der Antrieb bei mir, dass ich, immer versucht habe, alles zu verbessern. Ja, also wenn ich gesehen habe, im Projekt läuft irgendwas nicht, habe ich schon immer den Antrieb gehabt, zu versuchen, es besser zu machen und habe genau deswegen auch so ein bisschen Managementaufgaben schon als Entwickler immer mal wieder mit übernommen. Was sind so klassische Manager-Aufgaben gewesen, die du so übernommen hast? Also so in einigen Projekten ging es so in Lead-Dev-Richtung. Das heißt jetzt eben nicht nur darauf warten, dass die Tickets bei mir ankommen, sondern eben dann schon mit dem Projektmanagement zusammen diskutieren, wie man Probleme richtig lösen könnte. Gelegentlich auch dann direkt schon mit dem Kunden gesprochen, Lösungen mit den Kunden zusammen mir überlegt und eben nicht nur rein reaktiv quasi darauf zu warten, dass irgendwie Arbeit reinkommt, sondern eben ein bisschen proaktiv so ein Projekt voranzutreiben. Was sind denn aktuell so deine Herausforderungen? Gibt es spezielle Themen, zu denen du dir Gedanken machst? Tatsächlich, das Herausforderndste im Moment ist wahrscheinlich so ein bisschen, das, was uns gerade alle beschäftigt, die aktuelle Marktlage. Das heißt, was wir im Moment sehr viel machen, ist, wir konzentrieren uns im Moment stark darauf, unseren Sales voranzutreiben, Marketing voranzutreiben. Gibt es noch andere Themen, mit denen du dich vielleicht aktuell konfrontiert siehst? Also ich meine, wir haben im Vorgespräch ja schon ein bisschen über das ganze Thema DevOps geredet, wie das bei euch so implementiert ist und gelebt wird.
Genau, vielleicht deine Gedanken dazu. Ja, das ganze Thema DevOps hängt auch irgendwie wieder so ein bisschen mit dem Thema Prozesse zusammen. Es ist natürlich immer eine große Frage, wenn man jetzt irgendwie für Kunden arbeitet, wie setzt man so ein Projekt auf? Wer sind die richtigen Leute auf den Projekten? Das habe ich ja vorher schon gesagt, das ist eine meiner Hauptaufgaben. Und ja, je nach Projekt ist es ja sehr oft so, dass wir im Grunde alles anbieten, von App, Frontend über Backend bis eben hin zum Hosting. Und gerade so an dieser Schnittstelle zwischen Backend und Hosting, da hat man genau diese Thematiken oft. Da ist dann oft die Frage, ja, okay, wir haben jetzt irgendwo eine Software, die muss auf einen Server. Wer macht das jetzt? Machen wir das? Brauchen wir einen Dienstleister dafür? Macht der Kunde das vielleicht selbst? Und wie stimmt man sich da ab? Ja, manche Kunden haben irgendwie eine eigene IT-Operations-Abteilung, die sich selber darum kümmern, irgendwie ihren Code zu hosten. Andere Kunden erwarten das jetzt wiederum von uns. Gleichzeitig sind unsere Entwickler jetzt auch nicht unbedingt diejenigen, die sagen, ach ja, klar, dann stelle ich da mal einen Linux-Server hin. Dafür hatten wir traditionell dann doch eigentlich eher Sys-Admins, die sich um sowas kümmern. Und das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage. Es gab vor einiger Zeit so ein bisschen bei uns auch Bestrebungen, das Thema DevOps voranzutreiben. Und ich aus meiner persönlichen Erfahrung dachte eigentlich, ah ja, so als Backend-Entwickler, da hat man bestimmt Lust drauf, irgendwie DevOps zu machen und sich um Server zu kümmern, weil ich persönlich mich so ein bisschen an der Grenze immer gesehen habe zwischen Backend und Server, weil irgendwie, wenn ich etwas baue, dann ist es für mich irgendwie Teil davon, dass ich dann irgendwie mich auch darum kümmere, wie ich das betreibe. Zumindest seit einiger Zeit sehe ich das so. Aber das sieht scheinbar auch nicht jeder so. Also ich habe genügend Backend-Entwickler schon getroffen, die sagen, naja, ich habe es jetzt gebaut und hier der Code liegt im Repo und jemand anderes soll sich dann drum kümmern, wo das liegt. Ja. Also an dem Punkt war ich mal. Ich dachte eigentlich, dass es nicht mehr so aktuell ist oder dass man das heutzutage eben nicht mehr so sieht. Aber da gehen die Meinungen tatsächlich noch auseinander. Weil du gerade gesagt hast, sieht nicht jeder so, Meinungen gehen auseinander. Ich habe in vielen vergangenen Gesprächen festgestellt, DevOps ist auch oft Definitionssache. Daher, wie definiert sich denn DevOps für dich? Es ist wirklich Definitionssache und ich habe da auch schon verschiedene Ansätze und verschiedene Definitionen gehört. Für mich persönlich, ich würde DevOps ein bisschen wörtlich nehmen. Für mich ist DevOps die Verbindung zwischen Development und Operations. Jetzt mal vielleicht zuerst erklärt, was ist denn nicht DevOps? Also klassischerweise, so wie ich es vor 15 Jahren noch erlebt habe, gab es irgendwo eine Operations-Abteilung, die Sys-Admins, die irgendwo im Keller saßen und da quasi ihre Server gemanagt haben. Was heißt, die hatten irgendwo einen Server, haben irgendwo vielleicht damals Subversion oder dann schon Git-Repo bereitgestellt und die Entwickler, die saßen dann ein Stockwerk drüber, die hatten dann irgendwie Code, den sie in die Repos gepusht haben und die beiden Abteilungen haben sich ja eigentlich nicht wirklich gesehen. Also die einen haben Code abgeliefert, die anderen haben den Code irgendwie bekommen und haben den auf Server gepackt, aber die haben nicht so wirklich miteinander geredet. Und für mich war das was überraschend oft irgendwie auch Probleme gemacht hat, aber wenn mal was dann nicht funktioniert, dann heißt, oh ja, der Server läuft nicht, da muss man zu Operations gehen und Operations sagt, ja, Moment mal, wir haben da nur das deployed, was wir bekommen haben, da muss irgendein Fehler im Code sein und dann spielt man Ping-Pong zwischen den Abteilungen und weiß nicht, wer jetzt schuld ist. Und für mich ist DevOps eigentlich genau dieser Ansatz, dass man diese zwei Abteilungen mischt und eben ähnlich wie man es bei einem Scrum-Team macht, wo man verschiedene Gewerke zusammenbringt, eben beim DevOps die Entwickler und die Operations-Leute zusammenbringt oder vielleicht noch einen Schritt weiter das Ganze aufweicht und nicht sagt, hey, du bist Entwickler und ich bin Sys-Admin, sondern wir sind ein Team und jeder kümmert sich um alles. Das ist vielleicht so ein bisschen die Traumvorstellung, aber dass dann eben das Team sich selber darum kümmert, dass der Code irgendwo läuft. Okay, also ich habe mitgenommen, für dich ist es tatsächlich die Vermischung von Betriebs- und Entwicklungsteams. Das heißt, man setzt dann auch gemeinsame Prozesse auf, etc. Außerhalb davon, wenn man jetzt nicht in dieser idealen Welt diese Vermischung hat, wo ziehst du die tatsächliche Trennlinie zwischen Entwickler- und Adminarbeit? Oder ist das überhaupt möglich? Ja, das ist blöderweise so ein bisschen fließender Übergang. Also wie ich vorher schon gesagt hatte, ich glaube, klassisch war es wirklich so, die Trennlinie war irgendwo so beim Repo, beim Code. Also der Entwickler hat quasi irgendwo den Code hingelegt, da war die Trennlinie und der Code wurde dann quasi irgendwo vom Operations-Team übernommen und irgendwo zum Laufen gebracht. Ich glaube, das war so dieses berühmte, den Code über den Zaun werfen, wie man immer früher gesagt hat.
Und ich glaube, diese Grenze, die verschiebt sich mit DevOps jetzt so ein bisschen. Was ich relativ häufig jetzt so als Grenze wahrnehme, die ich auch ganz gut als Grenze tatsächlich finde, wenn man das noch irgendwie trennen will und muss, dass man das Ganze ein bisschen verschiebt. Und ich glaube, ein großer Faktor, der das Ganze möglich gemacht hat, war Docker. Dass man sagt, die Entwickler haben jetzt nicht nur den Code, sondern packen den Code auch schon mal in den Container. Der Container, der dann beim Entwickler läuft, der wird quasi dann übergeben in irgendeiner Form. Und Operations kümmert sich dann im Grunde nicht mehr darum, dass Code irgendwo in einem Server ausgeführt wird, sondern dass eben der gesamte Container irgendwo ausgeführt wird. Es mag jetzt kein Riesenunterschied sein, aber einer der großen Vorteile, die man schon mal hat, ist, dass nicht irgendwelche mysteriösen Server-Settings irgendwo auf dem Server schlummern, von denen die Entwickler nichts wissen oder andersrum und dass man dann schon wieder ein bisschen näher dran ist. Im Idealfall hat man dann noch sowas wie Kubernetes, wo man die Container noch gut mit verwalten kann. Und da wird es dann schon wieder spannend, wer packt so Container auf den Server und wer verwaltet die am Ende. Das ist für mich so ein bisschen dieses Gerangel, was da so dann entsteht. Da ist ein Container, der läuft da oder der läuft da nicht. Und wenn er nicht läuft, wer muss jetzt springen? Der Entwickler, der ihn da hingelegt hat oder der Server-Admin, der für den Kubernetes-Cluster zuständig ist? Verstanden. Das heißt, auch aus dem operativen Tagesgeschäft würden sich da wahrscheinlich ganz neue Herausforderungen auftun. Aus der persönlichen Erfahrung. Ich meine, wir haben ja in der Vergangenheit auch schon Projekte zusammen gemacht. Wo sind denn da wirklich die Herausforderungen? Also klar, ich habe da auch ein paar Gedanken dazu, aber vielleicht erstmal deine Sicht. Ich glaube, es geht in zwei Richtungen. Einerseits vor allem, also ich glaube, es geht vor allem in zwei Richtungen. Entweder beim Aufsetzen von dem Ganzen ist immer ein großer Punkt, weil die Frage ist, na gut, ich habe jetzt irgendwo meinen Code, der soll in den Container. Wer baut jetzt die Build-Pipeline zum Beispiel? Also heutzutage ist es ja nicht so, dass man den Code irgendwie noch per FTP auf irgendeinen Webserver schiebt. Normalerweise bei unseren Projekten zumindest haben wir irgendeine Form von CI/CD-Pipeline. Das heißt, irgendwo muss jemand eine Pipeline bauen, der Code muss gebaut werden, er wird irgendwo in den Container gepackt. Das ist eigentlich so eine Tätigkeit, die klassischerweise mal so eine Operations-Tätigkeit war. Also da hat man irgendwie früher den Code irgendwie kompiliert, irgendwie auf einen Server gebracht. Andererseits ist Code kompilieren aber sowas, was eigentlich ja in der Domain der Entwickler liegt. Und das irgendwie am Anfang richtig aufzusetzen, ist oftmals eine Herausforderung, um wirklich zu klären, wer da was macht. Und die noch größere Herausforderung, würde ich tatsächlich sagen, entsteht im Betrieb. Also wenn irgendwas schief läuft. Solange alles läuft, ist immer alles gut. Aber ein Problem, was es dann zu lösen gilt, ist zum Beispiel auch vertraglich Thema SLAs. Wenn wir einem Kunden versprechen, wir haben 24/7-Support und nachts um 3 explodiert irgendwas, dann ist die Frage, wer steht jetzt am Ende auf? Also normalerweise hat ein Operations-Team irgendeine Form von Bereitschaft. Das heißt, ein Operations-Team steht dann nachts um 3 auf und schaut mal, was da los ist. Da ist jetzt genau die Frage, kann das Operations-Team überhaupt noch irgendwas tun, wenn innerhalb eines Containers etwas kaputt geht? Also an sich müsste ja derjenige auch verantwortlich sein, der es gebaut hat, aber die Entwickler sind eigentlich bisher nicht unbedingt in die Pflicht genommen, da nachts um 3 irgendwas zu tun. Das ist richtig. Wie du schon gesagt hast, oft kann man vielleicht solche Fehler auch nur im Team denn dann tatsächlich lösen, weil Änderungen an der Software können beispielsweise Änderungen an der Pipeline erfordern, aber genauso andersrum. Ja, also wenn auf Betriebsseite irgendwie was schief geht, kann eventuell auf der Entwicklerseite irgendwas gefordert werden. Ja, also aus der Vergangenheit oder aus der Erfahrung gesprochen, hast du Lösungsansätze dafür? Das ist tatsächlich relativ tricky, da wirklich eine Lösung für zu finden. Ich glaube, in einer idealen Welt wäre es so, dass sich sowohl die Entwickler als auch die Admins dann am Ende verantwortlich fühlen. Und ich glaube, um wieder zurück zu DevOps zu kommen, das wäre für mich dann auch genau der Punkt. Man bräuchte eigentlich ein DevOps-Team, was aus beiden Bereichen kommt, die dann zusammen sowas lösen könnten. Ich verstehe auf der anderen Seite aber dann auch die Entwickler, die sagen, ja, nee, ich möchte da jetzt keine Bereitschaft haben. Das ist was man vielleicht dann von Management-Seite lösen müsste, indem man dann sagt, ja, okay, dann brauchen wir dann doch Leute, die Bereitschaftsdienst in ihren Verträgen haben. Ist vielleicht dann aber auch trotzdem schwierig, Leute zu finden, die genau das machen möchten. Also für mich ist es noch so ein bisschen bei uns zumindest ein ungeklärtes Thema.
ich meine, ich habe gelesen, andere Firmen, Stichwort Google mit ihren Site Reliability Engineers, haben dafür im Grunde eine Lösung gefunden. Die haben einfach einen neuen Jobtitel kreiert für Leute, die genau diese Verantwortung haben. Das sind dann im Grunde die Entwickler, die nachts aufstehen müssen. Ich glaube, das ist für große Firmen auch gut machbar. Für so kleine Unternehmen wie uns ist es, glaube ich, doch eher schwierig. Auf das Thema SAEs würde ich ganz gerne noch ein bisschen genauer eingehen, weil es ja tatsächlich, es ist vielleicht nicht neu, es gibt es auch schon eine Zeit lang, aber wie grenzen sich die denn dann tatsächlich zu den DevOps-Engineers ab? Also du hast vorher ein bisschen von Grenzen verschieben gesprochen. Verschiebt sich dann bei den SAEs tatsächlich die Grenze ein bisschen mehr in die Richtung Development und wie du schon gesagt hast, sind dann halt eigentlich eher die Entwickler, die dann auch betriebsseitig Themen abfangen können oder steckt da mehr dahinter? Ja, es kommt immer ein bisschen auf die Definition an. Ich hätte einen SAE definiert als ein Entwickler, der sich um Operations kümmert, und meistens würde ich sagen, ein DevOps-Engineer ist dann eher jemand von Operations, der mit in der Entwicklung steckt, aber ganz so scharf definiert ist es am Ende auch nicht. Und beziehungsweise, wenn man mal googelt, findet man auf die Frage verschiedene Lösungs- oder Erklärungsversuche von verschiedenen Firmen, die es alles ein bisschen anders definieren. Ich glaube, im Endeffekt geht es bei dem Ganzen mehr um die Grundprinzipien als um eine fixe Definition. Und ich glaube, jede Firma kann sich das selber so ein bisschen am Ende hindrehen, wie es für sie richtig ist. Es ist ähnlich wie mit den ganzen agilen Methoden, mit Scrum, Kanban und Co. Es gibt so irgendwie Grundtheorien, aber jede Firma setzt es am Ende dann doch wieder ein bisschen anders um. Ja, spannend. Ja, überall das gleiche Thema. Ich meine, bei DevOps ist es ja auch so. Ich rede mit 3 verschiedenen Personen und 3 verschiedenen Personen liefern mir 3 verschiedene Definitionen. Okay, außerhalb von Verantwortungen, denkst du, es gibt noch mehr Möglichkeiten, wie man vielleicht Personen auf Entwicklungs- oder auch auf Betriebsseite dazu befähigen kann, Probleme zum Lösen, wenn zum Beispiel um 3 in der Früh ein Service ausfällt? Also Schlagwort Know-how-Transfer? Ich glaube, das ist tatsächlich Kern von DevOps eigentlich. Ja. Es geht vor allem darum, dass die Teams enger zusammenarbeiten, und das ist dieses schöne Beispiel, wenn nachts irgendwas kaputt geht und die Server-Admins vor dem Server stehen, sehen sie, da wurde irgendwas deployed, wissen aber eigentlich nicht, was passiert ist. Ich glaube, die Idee ist hinter DevOps, wenn man mit im Entwicklungsteam ist, dann kriegt man vielleicht auch mit, was passiert ist, und man weiß vielleicht, ach ja, da wurde das und das Feature ausgerollt oder das und das wurde verändert oder vielleicht hat sich irgendwo eine Library geupdatet im letzten Release. Ja, wenn man da näher dran ist, glaube ich, dann ist es auch viel leichter, da irgendwie eine Lösung zu finden für die Operations-Probleme. Das ist ja ein bisschen das Problem, dass das Operations-Team bekommt den Code quasi als Blackbox, und andersrum, die Entwickler haben immer bisher die ganze Serverinfrastruktur so als Blackbox gesehen. Ich kann da vielleicht noch so eine lustige Anekdote aus meiner Anfangszeit erzählen. Als ich noch ein relativ unerfahrener Entwickler war, hatte ich vorher nur so kleinere Homepages gebaut. Das war dann halt irgendwie so ein günstiger Webspace, wo man dann halt per FTP irgendwie die Sachen hochgeladen hat. Und in einem meiner ersten Jobs, das war dann schon ein größeres System, da hatten wir Performance-Probleme. Ja, und als Entwicklerteam hatten wir jetzt nicht so wirklich mit dem Operations-Team zu tun. Und es hieß dann nur, ja, hier, Server ist zu langsam, ihr müsst da ein bisschen was an der Performance machen. Und mein junges Ich meinte dann so, so ein Server, der kostet nur ein paar Euro. Warum stellen wir da nicht nochmal 2 Server dazu für 100 Euro, und dann haben wir doch keine Serverprobleme mehr? Bis ich dann irgendwie ein Jahr später mal irgendwie Einblick bekommen habe in die Serverinfrastruktur und erfahren habe, dass zu dem Zeitpunkt irgendwie da schon 120 Server liefen, die irgendwie eine 6-stellige Summe gekostet haben. Und ich mir dachte, ach so, okay, ja, das war mir jetzt nicht so bewusst, dass es so funktioniert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem, dass halt oftmals die Entwickler gar nicht so wirklich wissen, was eigentlich auf den Servern geschieht. Und andersrum, das Problem genauso ist, die Server-Admins sehen halt nur irgendeinen Code, der kommt. Der Code ist vielleicht langsam, schlecht, warum auch immer, ja, und haben da halt auch keinen Einblick drin. Und ich glaube, genau das ist der Kern des Ganzen, was wir versuchen mit DevOps irgendwie aufzubrechen. Also DevOps versucht, glaube ich, diese 2 Fronten da irgendwie zusammenzubringen. Und hätte ich damals, glaube ich, besser verstanden, wie diese Serverinfrastruktur funktioniert, und hätte man mich da mehr eingeweiht, hätte ich, glaube ich, einen ganz anderen Blickwinkel auf dieses Problem gehabt und hätte mir gesagt, ja, Moment mal, warum ist denn das so langsam, wenn wir 120 Server da schon stehen haben, ja? Ich glaube, das ist genau das Problem an der Stelle.
Auch Skalierbarkeit ist so ein Thema. Man kann kaum irgendwie eine Infrastruktur ordentlich skalieren, wenn man als Entwickler keinen Zugriff auf die Infrastruktur hat. Und Skalierung ist etwas, was auch so eine Mischung am Ende aus Code und Infrastruktur ist. Also wenn ich jetzt eine Software baue, die nicht wirklich skalierbar ist, Stichwort Cloud Native, ja, dann habe ich das Problem, dann baue ich irgendein Stückchen Code, ein Server-Admin sagt, ach ja, machen wir mal größere Skalierung, machen wir mal 10 davon. Ja, und vielleicht hat jede Software einen eigenen Cache-Lokal und plötzlich kommt bei jedem Request was anderes raus, weil der Entwickler gar nicht wusste, dass das Ganze breit skaliert wird oder sich nicht damit auskennt. Und dann kommen dann auch Bugs dadurch wieder rein. Und das sind so Bugs, das sucht man ewig, weil der Entwickler sagt, ja, Moment, auf meiner einen Maschine funktioniert das super. Die Leute im DevOps sagen, ja, also ich habe ordentlich skaliert, ja, kann nicht mein Problem sein, und so muss man dann irgendwie wieder zusammenfinden. Und das sind genau solche Probleme, die man, glaube ich, vermeidet, wenn auch die Entwicklung versteht, wie die Infrastruktur dahinter funktioniert. Das kann halt aber ein bisschen schmerzhaft sein. So als Entwickler will man das vielleicht auch gar nicht. So, ich habe meinen Code gebaut und gut ist. Ja, man muss halt dann einen Schritt weiter denken, wenn man dann plötzlich darüber nachdenken muss, ja, wie läuft denn eigentlich am Ende mein Code auf dem Server? Was passiert, wenn meine Anwendung nicht einmal, sondern 120 Mal nebeneinander läuft? Ja, meine Caches überdenken, muss ich meine Datenbank-Connection überdenken, passt vielleicht mein Datenmodell gar nicht mehr. Ja, das sind so diese Ansätze, die da irgendwie dadurch entstehen. Wobei wir ja nicht wieder beim Thema wären, dass eben DevOps ganz viel mit Kommunikation einerseits zu tun hat. Darüber habe ich auch in einer früheren Episode mit dem Daniel lange Zeit gesprochen. Und auf der anderen Seite aber jetzt eben auch das Thema Wissensmanagement besteht. Das heißt, die Gegenseite muss auch wissen, was wurde getan, muss auch einfach diese Informationen im Zugriff haben. Habe ich jetzt zumindest so verstanden. Richtig. Es hilft im Grunde auch nichts, wenn man irgendwie 2 getrennte Dokumentationen hat. Also ich glaube, das hat sie bei uns auch ganz gut rausgestellt. Es ist immer gut, wenn man eine Dokumentation hat oder zumindest die Sachen nebeneinander hat und beides im Zugriff hat, weil genau das sind die Punkte. Man muss als Entwickler oftmals irgendwie was über die Server wissen oder andersrum als Server-Admin was über den Code zu wissen, ist immer gut. Um den Gedanken jetzt mal weiter zu spinnen, bedeutet das dann auch, dass man von einem gemeinsamen Tooling einen gewissen Mehrwert generieren kann? Sagen wir so, gewisse Tools wird man auf jeden Fall immer teilen müssen. Also ich glaube tatsächlich, in größeren Projekten macht es auf jeden Fall Sinn, dass man zum Beispiel ein gemeinsames Ticketsystem verwendet, weil es oftmals ja Anfragen gibt. Beispiel von gerade eben. Ich habe ein Problem mit dem Cache. Wenn jetzt der Entwickler das Ticket bekommt und sieht, naja, ist ja gar nicht mein Problem, ist es schon sinnvoll, wenn jetzt irgendwie der Entwickler da den Operations-Verantwortlichen irgendwie mit reinholen kann, weil es, glaube ich, nicht so praktisch ist, wenn es da wieder einen Bruch quasi im Medium gibt, im Sinne von, ein Entwickler bekommt ein Ticket, okay, ist ein Problem fürs Hosting, ja, jetzt lassen wir das Ganze mal irgendwie liegen bei mir und jetzt frage ich da erstmal nach, mache im anderen System wieder ein Ticket auf. Das ist genau der Vorteil, wenn das irgendwie alles in einem System ist. Also sowohl beim Ticketsystem, was recht häufig ist, bei der Dokumentation macht es Sinn. Wo man es sowieso hat, ist sowas wie Code Repositories. Da muss man ja zwangsweise zusammen mitarbeiten. Ja. Auch diese gesamte Deployment Pipeline, in wessen Verantwortung auch immer das liegt, das sind so Sachen, die man auf jeden Fall immer gemeinsam verwenden sollte. Also ein weiterer Erfolgsfaktor Interoperabilität, dass man auch Durchgängigkeit von Daten hat. Ja, und nicht nur das. Es ist auch in so einem Team, glaube ich, wichtig, dass alle Verantwortlichen so ein bisschen dieselbe Sprache sprechen und dieselben Tools verwenden können. Also jetzt beispielsweise, wenn jetzt das Operations-Team die Infrastruktur irgendwie komplett in Subversion ablegen würde, das Entwicklerteam aber irgendwo in Git unterwegs ist. Die eine Hälfte wird dann mit Bitbucket, die andere Hälfte mit GitLab deployed und man hat dann irgendwie so einen ganz gemischten Stack. Das ist jetzt nicht unbedingt ideal. Also es ist schon gut, wenn das dann irgendwie alles aus einer Hand kommt und Infrastruktur und Code irgendwie dann doch zusammenpassen und man dann ähnlichen Stack verwendet. Also auch eine Sache der Standardisierung. Und wie du schon gesagt hast, gemeinsame Sprache sprechen. Kannst du dir eine Verantwortlichkeit vorstellen für dieses ganze Thema? Also sollte es jemanden geben, der dann auch den Hut dazu aufhat, meinetwegen in einem Unternehmen, bei einem Dienstleister, beim Kunden oder meinetwegen auch in der gemeinsamen Abstimmung? Oder ist es eher ein Thema von Selbstmanagement im Team? Oder über die Teams hinweg? Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie die Teams aufgesetzt sind. Also in einem Scrum-Team, das mehr oder weniger für sich selbst verantwortlich ist,
wäre es natürlich die Traumvorstellung, wenn sich das Team auf sowas selbst einigen würde. Ansonsten ist es vermutlich etwas, was irgendwie entweder Projektmanagement oder Teamleitung natürlich irgendwie vorgeben muss an der Stelle. In unserem Fall hängt es natürlich auch immer mit den Kunden von uns zusammen. Es gibt Kunden, die uns das vollkommen überlassen. Es gibt aber auch Kunden, die da schon eigene Teams haben, die auch immer mal mehr, mal weniger gut mit uns zusammenarbeiten wollen. Bei uns ist das ein sehr breites Feld am Ende. Okay. Ja, danke soweit für die spannenden Einblicke. Ich glaube, das war jetzt wieder ein sehr interessantes Thema. Eine abschließende Frage habe ich noch, stelle ich allen Gästen am Ende. Was denkst du, sind die größten Trends und Herausforderungen in IT und Digitalisierung in den nächsten 5 Jahren, die man auf alle Fälle auf dem Schirm haben sollte? Ja, ich glaub, Trend ist immer relativ einfach zu beantworten. Im Moment finde ich es zumindest. Vor 3 Jahren hätte ich gesagt, wahrscheinlich ist der Trend Blockchain. Vor 2 Jahren war es dann wahrscheinlich Metaverse und heutzutage ist es AI. Ähm, Was davon am Ende dann halten wird, wahrscheinlich von AI mehr als von der Blockchain. Ansonsten sehe ich aber auch noch Trends, jetzt unabhängig von den richtigen Trends. Ich glaube, dass im Moment Prozessmanagement etwas ist, was ganz groß ist. Ich glaube, es ist vielen Firmen noch gar nicht so bewusst, aber das ist zum Beispiel für mich eine Vorstufe für den AI-Trend. Weil im Moment sagen viele Firmen, ja, wir müssen jetzt unbedingt eine AI entwickeln und ich glaube, die Hälfte der Firmen wird dann davor stehen und sagen, was wollen wir jetzt eigentlich mit AI eigentlich alles abbilden? Und um damit überhaupt irgendwas verbessern zu können, muss man erstmal seine Prozesse kennen, muss man erstmal drüber nachdenken, wie die Firma funktioniert, wie die IT-Prozesse funktionieren. Und das ist für mich eigentlich ein ganz großer Schritt, den jede Firma in der Digitalisierung gehen muss, um überhaupt zu so Themen wie AI, Blockchain und Co. zu kommen, damit man damit sinnvoll was umsetzen kann. Wenn man keine Ahnung hat, was man denn eigentlich möchte und dann irgendwie eine AI da drauf setzt, dann ist es in den meisten Fällen einfach nur verbranntes Geld für die Firmen. Mhm. Wenn man erst sinnvoll digitalisieren muss, bevor man mit AI-Optimierung beginnt. Eine Frage habe ich aber dann jetzt doch noch, weil du gerade Prozessoptimierung angesprochen hast, beziehungsweise Prozessmanagement eigentlich. Was ist denn Prozessmanagement eigentlich für dich? Wie definiert es sich für dich und wie wird es bei euch im Unternehmen gelebt? Wir haben bei uns in der Firma tatsächlich eine Prozessmanagerin, die sich um unsere Prozesse kümmert. Und ja, es gibt ganz klassische Methoden dafür, um im Grunde so Prozesse zu dokumentieren. Es gibt ja diese BPML, Business Process Modeling Language, hieß es, glaube ich, wo man eben standardisiert aufmalen kann, wie so ein Prozess funktioniert. Das haben wir nicht für alle Prozesse, aber bei uns zum Beispiel jetzt in der Firma unseren Onboarding-Prozess. Das ist etwas, das haben wir standardisiert, weil wir festgestellt haben in der Vergangenheit, wie hat Onboarding mal vor 10 Jahren bei uns funktioniert? Irgendwer ruft über den Flur, hey, ich habe jemanden eingestellt, dann muss irgendwer anders quasi wissen, dass er jetzt einen E-Mail-Account anlegen muss. Die nächste muss wissen, dass sie dann einem Steuerberater Bescheid gibt und so weiter. Und irgendwie weiß man das. Nur funktioniert es dann nicht mehr, sobald mal irgendwer im Urlaub ist oder mal jemand wechselt oder mal jemand krank ist oder irgendeine Kleinigkeit passiert. Plötzlich kommen neue Mitarbeiter an und haben dann irgendwie keinen E-Mail-Account oder vielleicht noch kein Gerät. Ja, das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was passieren kann und was ich recht oft von anderen höre. Die fangen irgendwie bei einer neuen Firma an und es gibt weder Accounts noch ein Gerät und da wartet man erstmal 2 Wochen. Ja. Und ich glaube, das kann man beliebig auf viele Firmen übertragen, ja, dass einfach vieles einfach so läuft. Aber wenn man da mal reinschaut und nachfragt, hey, was machst du da eigentlich und warum machst du das denn so? Dann ist es oft sowas von, naja, also wenn hier zum Beispiel eine Bestellung reinkommt, dann klicke ich hier drauf und da drauf und trage hier eine 7 ein und drücke dann hier aufs rote X und ich sage, ja, und was macht das dann alles? Ja, weiß ich nicht. Das hat mein Vorgänger mir so erklärt. Und woher wusste der das? Naja, das hat sein Vorgänger ihm mal erklärt, dass man das so machen muss. Also Leute wissen oft gar nicht so richtig, warum sie etwas tun. Und oftmals ist es auch nicht unbedingt mehr sinnvoll. Also wir haben schon rausgefunden, dass teilweise einfach Prozesse irgendwann mal festgelegt wurden, dann Sinn gemacht haben und über Jahre, das ist so ein bisschen so die Vererbung über Generationen in einer Firma, ja. So über die Jahre geht das Wissen verloren, warum das denn eigentlich mal so gemacht wurde und es überträgt sich nur noch der Prozess und irgendwann
ist der Prozess vielleicht gar nicht mehr passend zu dem, was man eigentlich damit machen möchte. Und genau das meine ich mit, man muss halt diese Prozesse irgendwie erfassen und auch regelmäßig dann wieder überprüfen. Das heißt, genau deswegen gibt es so Sachen wie die Prozessdiagramme, wo man einfach sehen kann, was ist denn der Workflow, wer sollte was an welcher Stelle tun, und dann kann man das auch ein bisschen besser anschauen, als wenn man am Ende nur weiß, ja okay, da sitzt jemand, der tut etwas und das wird schon irgendwie funktionieren. Mhm. Und vor allem auch über die Abteilungsgrenzen hinweg definieren, betrachten und kommunizieren. Weil sonst passiert nämlich genau das, was du gesagt hast. Ja, klar, über 3 Generationen hinweg wird nur vererbt, ich trage in Feld XY eine Zahl ein, aber warum und weshalb und wie das dann in der nächsten Abteilung weitergeht, das weiß niemand mehr. Deshalb so wichtig, End-to-End-Prozesse definieren. Ja? Beim Prozessmanagement auch ganz wichtig, von den End-to-End-Prozessen ins Modulare gehen. Erst übergreifend und dann gucken, wie teilen sich die Prozesse in Abteilungen auf, wo sind sinnvolle Schnittstellen etc. Mhm. Ich glaube, was viele mit Prozessmanagement verbinden, ist oftmals auch so eine Überbürokratisierung. Ich glaube nämlich, dass viele dann denken, ja okay, wenn ich jetzt anfange, jeden Prozess bei uns aufzumalen, ja, dann habe ich ja hunderte Diagramme und dann steigt keiner mehr durch. Meine persönliche Meinung ist, ja, das ist richtig, deswegen würde ich das auch nicht machen. Man sollte die Kernprozesse definieren. Ja? Ich muss nicht wirklich der Mitarbeiter hat sein Passwort vergessen, wenn es nicht unbedingt ganz so wichtig ist, auch irgendwo dokumentieren. Das ist vielleicht so ein seltener Fall, den man, ja, vielleicht auch mal öfter, aber in den meisten Fällen ein seltener Fall, den kann man vielleicht auch noch so ad hoc lösen. Aber so die wichtigsten Strecken in so einer Firma, die sollten eigentlich definiert sein. Gerade so dieser Wertschöpfungsprozess, so die Kernaufgaben der Firma, die sollten irgendwie definiert sein. Und ich glaube, gerade dann kann man eben auch überlegen, kann man da etwas automatisieren? Ja, das stellt man oft fest, wenn man so einen Prozess aufmalt, dann merkt man, okay, der Prozess geht über die ersten 3 Schritte durch irgendein System. Der 4. Schritt ist, irgendein Mitarbeiter druckt es aus, und der 5. Schritt ist, der nächste Mitarbeiter scannt es wieder ein. Ja, okay, das ist dann vielleicht doof gelaufen. Also da findet man dann schon recht schnell auch vielleicht Optimierungspotenzial. Mhm. Vielleicht noch eine nette Anekdote zur Digitalisierung in deutschen Behörden. Ich wollte mal einen Brief schreiben und habe dann festgestellt, dass die Behörde auch E-Mails jetzt akzeptiert seit neuestem. Naja, also habe ich dann eine E-Mail hingeschickt und im Endeffekt hat es dann trotzdem ewig gedauert. Was ich dann rausgefunden habe, ist, wie der Workflow funktioniert, obwohl die Behörde intern ja schon digitalisiert sein sollte. Das E-Mail-Postfach wurde im Endeffekt von irgendeinem Mitarbeiter ausgedruckt. Der ausgedruckte Brief ging dann in die Hauspost, wurde über die Hauspost verteilt, und der Mitarbeiter, der den Brief bekommen hat, hat natürlich jetzt die Aufgabe, das Ganze für sein System wieder zu digitalisieren. Also wird der Brief dann im Endeffekt wieder gescannt, um dann wieder ins interne System zu kommen. Ja, das ist so ein Beispiel für den Prozess nicht von vorne bis hinten durchgedacht. Ja. Ich bin mir sicher, irgendwer wird schon gesagt haben, ja, wenn es digital kommt, kann man es ja auch direkt in das System dann reinbringen. Aber es war halt dann wahrscheinlich einfacher, an dem Prozess erstmal was anzudocken, statt es dann komplett nochmal zu überarbeiten. Und ich glaube, das trifft auch auf recht viele Unternehmen zu. Man hat halt irgendwelche Prozesse sich mal ausgedacht, und die Prozesse werden halt erweitert, aber dass es dann von vorne bis hinten nochmal alles durchdacht wird. Das passiert, glaube ich, bei vielen Unternehmen zu selten. Mhm. Und wenn es dann doch passiert, dann wird alles nochmal angeschaut. Und meistens ist es dann, Beispiel, es wird ein neues ERP-System eingeführt, irgendwo in einem großen Unternehmen. Ist meistens dann auch ein Ansatz, alle Prozesse nochmal aufzurollen, Altlasten abzustoßen, etc. Ja, und dann ist es natürlich ein Riesenprojekt. Wie du schon sagst, stattdessen macht es manchmal vielleicht viel mehr Sinn, einfach in regelmäßigen Abständen die Prozesse anzuschauen und dann nochmal stichhaltig zu verbessern. Und um noch einen anderen Punkt aufzugreifen, den du vorher schon angesprochen hattest, nicht zu genau definieren. Genau, ja, sehe ich auch so. Weil Prozesse sollten ja eine Orientierung sein und nicht eine genaue Arbeitsanweisung, welche Schritte wann zu welchem Zeitpunkt gemacht werden sollten. Okay, war wieder ein spannender Austausch. Vielen Dank dafür. Und damit kommen wir zu den Key Takeaways der aktuellen Episode. Unsere Stammhörer kennen das ja schon. Abschließend fassen wir immer die wesentlichen Punkte der Episode noch einmal zusammen. Erstens, DevOps ist nicht nur der neue Name für Operations, sondern ein Modell zur effizienten Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs- und Betriebsteam. Zweitens, DevOps stützt sich auf Kommunikation, Standardisierung und Know-how-Transfer. Drittens, der erste Schritt für erfolgreiche Digitalisierung ist es, seine Kernprozesse zu kennen und zu dokumentieren. Dafür empfiehlt es sich, auf standardisierte Methoden des Prozessmanagements zurückzugreifen.
Ja, schade, aber jetzt sind wir leider auch schon wieder am Ende der aktuellen Folge angelangt. Die Zeit ist mal wieder verflogen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du bei uns zu Gast warst, Michi. Danke für den tollen Austausch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich danke auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja, und euch da draußen auch. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, dass euch diese Folge von Wall of Confusion gefallen hat. Lasst uns gern ein Like da oder schreibt euer Feedback in die Kommentare. Schreibt uns auch, wenn euch ein bestimmtes Thema interessiert oder ihr vielleicht sogar selbst mit uns über ein bestimmtes Thema sprechen wollt. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Folgt uns auf linkedin.com/company/rossi-it.